Hier ist Mr. Lagiol, heute mit Wünschen für 2023. Hier oben habe ich ja bereits schon eine Vorschau geschäftlich gesehen, was so in 2023 kommen wird. Eine kleine Rückschau über 2022 habe ich dort auch eingeblendet und auch in diesem Video habe ich ein paar Sachen zu Weihnachten gesagt. Heute geht es aber um private Wünsche für 2023. Was könnte man sich da vornehmen? Natürlich außer Gesundheit und dass es einem besser geht, privat, finanziell und so weiter. Was wäre außerdem wichtig zu sagen oder welche Stichwort, welche Mantra sollte man sich da nehmen? Und meins ist zum Beispiel: Erinnere dich. Wir haben natürlich alle schlechte Zeiten in unserem Leben gehabt. Wenn man sich zurück erinnert und zurückblickt, dann haben alle von uns natürlich schlimme Erinnerungen, Erlebnisse gehabt. Es gibt kaum einer, der sagen kann, ich habe nur Gutes gehabt. Aber dennoch lautet mein Mantra: Erinnere dich. Und zwar an den guten Sachen. Denn wenn du zurückguckst, dann hast du ja in deinem Leben eine Menge, eine wirklich gigantische Menge an wahnsinnig tollen, schönen Erlebnissen. Zum Beispiel deine Hochzeit. Auch wenn du heute von dieser Frau oder Mann getrennt bist oder im Streit mit dem Partner lebst, in dem Moment, wo du geheiratet hast, das war ein beeindruckendes Erlebnis. Die Geburt deines Kindes. Auch wenn du heute vielleicht mit dem Jugendlichen im Streit lebst oder deine erwachsenen Kinder nicht mit dir reden, das spielt ja keine Rolle. In dem Moment, wo das Kind geboren wurde, war ein fantastisches Erlebnis. Ich kann mich noch erinnern an meine ersten Tochter, an die Geburt meiner ersten Tochter, als es da war. Normalerweise ist ja so, dass die kleinen Kinder immer Luft holen und schreien, und bei meiner kleinen Tochter war es ja nicht so. Da waren die ersten paar Minuten so ohne Geräusche, wenn man so möchte, hat ja weiter geatmet, aber eben nicht geschrien. Da gab es ein bisschen Probleme mit dem Hals, und da wurden entsprechend die Luftwege noch frei gemacht, und dann, nachdem ein paar Minuten Bangen, wo auch die Ärzte so ein bisschen Panik hatten und sich beeilten, ein bisschen Stress hatten, da hat man natürlich als Eltern, wenn man das sieht, noch doppelt so viel Stress und Panik. Aber dann, nach ein paar Minuten, da kam dieses Geschrei, dieses boah, da war ja richtig gänsehautmäßig das Erlebnis. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war ein phänomenales Erlebnis. Das sind so Augenblicke in unserem Leben, die uns vielleicht geprägt haben, die uns verändert haben, die uns so positiv gestimmt haben, dass wir es heute noch vielleicht kaum wahrhaben wollen. Irgendwo eine Umarmung, ein Kuss, die erste Liebe, der erste Job. Es ist ja so, dass historisch bedingt wir heute, sagt man leider, die schlimmen Erinnerungen 7-mal mehr präsent haben, besser gespeichert werden als die guten. Weil historisch bedingt musste man natürlich die schlimmen Erfahrungen mit dem Löwen, mit dem Tiger, mit dem Wolf, mit dem Bär speichern, damit man beim nächsten Mal noch aufmerksamer ist und somit sein Leben gerettet hat. Das heißt, das war essentiell wichtig zum Überleben, dass wir uns an die schlimmen Erlebnisse erinnern, und das hat natürlich auch unser Leben geschützt. Aber heute müssen wir uns bewusst an die guten Erinnerungen erinnern, an die guten Erlebnisse erinnern, die absichtlich zurückholen. Dafür sind zum Beispiel die Fotos sehr gut. Viele sagen, ja, Tagebuch schreibe ich nicht, das ist ja Quatsch, Fotos mache ich nicht, ich bin nicht fotogen. Aber übrigens, die meisten Leute sagen, dass die nicht fotogen sind. Wer sagt schon, hey, ich sehe toll aus, ich sehe in Fotos immer spitzenmäßig aus? Das sind die allerwenigsten. Ja? Aber es geht gar nicht darum, dass du in einem Foto gut aussiehst, sondern es geht bei einem Foto, sofern du es natürlich nicht veröffentlichen möchtest in sozialen Medien, darum, dass einfach dieser Augenblick, dieser schöne Moment gespeichert und festgehalten wird, damit du es später dir nochmal anschauen kannst. Damit du später dir dieser schöne Augenblick, und man macht eigentlich Fotos immer nur in schönen Augenblicken, das wieder zurückholen kannst.
Das muss ja nicht unbedingt ein Foto sein, wo du selber drauf bist. Kann auch eine Landschaft sein, kann auch ein Gebäude sein, eine Situation, wo du gesagt hast, wow, das sieht toll aus. Und das kannst du die Jahre später wieder zurückholen. Und dann kommt wieder ein Lächeln in deinem Gesicht. Ich habe zum Beispiel letztens war ich mit meinen Freunden essen und da sagte mein Freund, hey, weißt du noch, vor einem Jahr, ja, hast du, also ich, mit der Kellnerin da rumgeschakert, rumgesprochen und da war ein interessantes Thema und die ist mit darauf eingestiegen und das war richtig ein tolles Erlebnis. Er konnte sich noch lebhaft an die Konversation erinnern, ich aber nicht. Wahrscheinlich hat mein Gehirn in dem Moment entschieden, das ist ja nicht so wichtig und irgendwo weit nach hinten gepackt. Aber in dem Moment, wo er es erzählt hat, da kam ja so wieder Bruchstücke und ich sagte, wow, da habe ich einen tollen Moment gehabt. Wow, danke, dass du mich erinnert hast. Und das kann man ja auch machen. Man kann ja seine Familie, Freunde, Bekannte vielleicht mal fragen, so ein bisschen diskret nach bestimmten Erlebnissen. Denn es ist wichtig, dass du verstehst, dass dein Leben nicht nur eine Riesenkatastrophe ist, sondern in deinem Leben auch schöne Augenblicke hattest. Erinnere dich. Und vor allem erinnere dich daran, schlechte Zeiten kommen, um zu gehen, nicht um zu bleiben. Und das trifft ja auf die gesamte Menschheit zu in den letzten Tausenden von Jahren, wie auch auf deinem Leben. Schlimme Augenblicke, die sind gekommen und wieder gegangen. Und danach kamen oft bessere Momente. Und so hatten wir jetzt in den letzten 3 Jahren auch wirklich schlechte Momente, schlimme Momente und es wird besser. Ich habe es auf jeden Fall satt, immer, dass diese Medien so viel Angst machen, so viele Nachrichten nach draußen geben, die einem nur Angst und Bange machen. So auch die Politik und die meisten Mainstream-Medien ist wirklich eine Katastrophe. Wer hat noch gesagt, bis März werden alle geimpft, genesen oder gestorben sein? Und was passiert? Nichts. Wer hat gesagt, im Herbst, da wird ein Killer-Virus kommen, wir müssen uns darauf vorbereiten? Was ist passiert? Nichts. Wer hat gesagt, die Gasspeicher, die werden leer sein, wir werden zum Winter hin kein Gas mehr haben? Obwohl wir kein bisschen, oder gerade weil wir kein bisschen mehr aus Russland bekommen. Was ist passiert? Gerade heute sind die Speicher im Schnitt der letzten 3 Jahre mehr gefüllt als vorher. Wir haben natürlich Glück, dass jetzt gerade ein Winter ist, ein milder Winter, sodass wir nicht so viel heizen müssen. Zusätzlich sparen natürlich auch viele, nicht nur in dem geschäftlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich. Und der Winter, der Januar sieht auch sehr gut aus. Es wird wahrscheinlich nicht unter 0 gehen, sondern eher drüber. Gerade haben wir 14, 15 Grad. Jetzt Ende Dezember, das ist ja unglaublich. Und insofern sieht es nicht danach aus, als wenn die Gasspeicher zu Ende gehen in diesem Winter. Zumal sind um ganz Europa herum viele Schiffe mit Flüssiggas, die ja noch darauf warten, entladen zu werden. Und auch in Deutschland ist gerade an der Nordsee, gerade in der Ostsee, glaube ich, der erste Möglichkeit da, um diese Schiffe auch zu entladen, um das Gas daraus zu entnehmen. Also sieht alles eigentlich ziemlich gut aus. Der Gaspreis geht sogar auch nach unten. Also es ist diese ganzen schlimmen Nachrichten, die ständig verbreitet wurden, um uns Angst zu machen, überhaupt nicht eingetroffen. Das heißt nicht, dass man jetzt natürlich naiv sein soll, ja, dass man blauäugig nichts mehr glauben soll, ja, das nicht. Natürlich muss man ja lesen, sich informieren, aber glaubt nicht mehr alles, was irgendjemand sagt. Glaubt nicht mehr einfach so blind den Mainstream-Medien oder der Regierung, sondern informiere dich. Schau selber, lest selber nach. Manche sagen, oh, in der ARD wurde das und das gesagt oder in der Tagesschau und das ist so. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ja? Es ist kein Interesse da, dass uns gute Nachrichten verbreitet werden. Deswegen erkundige dich mal selber. Es ist wirklich so. Es steckt natürlich immer ein Kern Wahrheit da drin, aber es ist wirklich so schlimm, wie da gesagt wird. Lies überall durch. Heißt nicht, dass du natürlich Verschwörungstheorien glauben sollst, da meine ich ja auch nicht. Aber je mehr du liest, desto mehr wirst du sehen, dass alles
doch nicht so ist, wie die Mainstream-Medien immer es ausbreiten und verbreitern. Die möchten natürlich auch Schlagzeilen damit erreichen. Ich meine, die ganzen Zeitschriften und die ganzen Medien, wenn da immer nur steht, ja, es ist ja gar nicht so schlimm in diesem Winter, wer liest das? Wer kauft dann die Zeitung? Wer abonniert das? Niemand. Es wird abonniert, wenn da steht, ein Blackout kommt, wir haben keinen Strom in diesem Winter. Wurde auch behauptet. Und was ist passiert? Wir haben jetzt mitten im Winter und ist kein Blackout da. Klar heißt ja nicht, dass es jetzt in den nächsten 2 Monaten nicht kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und was wurde für einen riesen Hype drumherum gemacht? Wie viel haben denn nicht schon bereits zu Hause viel eingekauft, in der Angst, dass natürlich möglicherweise so ein Blackout kommt, wo der Strom 2 Wochen lang ausfällt. Aber passiert ist nichts. Leb nicht mehr in Angst. Erinnere dich an deine eigene Vergangenheit, dass du auch tolle Augenblicke hattest. Das Jahr 2023, das wird ein Jahr der Wende sein. Für viele, viele von uns. Und daher wünsche ich dir, erinnere dich und schau zu, dass du bei dieser Wende auf der guten Seite bist. Frohes neues Jahr. Alles Gute.